Im letzten Video habe ich dir gezeigt, wie man und wo man sehr gut auf die ganz kleinen Fische gehen kann. Auf die Bachschmerle oder zum Beispiel auf den neunstacheligen Stichling. Und die Bachschmerle kann man natürlich auch noch richtig gut versilbern. Bedeutet also, wir schnappen uns die Bachschmerlen, die unmaßig sind, die absolut keinen Wert haben, und die machen wir zu Silber, indem wir die Bachschmerle zu Köderfischen verarbeiten. Wenn wir N drücken und hier unten kurz runter scrollen zu den Köderfischen, haben wir hier die Bachschmerle. Und die Bachschmerle können wir von 25 Gramm bis 30 Gramm und davon, also von diesen Größen, fangen wir wirklich viele. Die können wir dann verarbeiten hier, zack, 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 zu Köderfischen. 30 Gramm jetzt gerade sogar mit dabei gewesen. Ich habe die meisten schon verarbeitet und auch schon ein bisschen rumprobiert damit zu angeln. Zack, zack. Damit habe ich sie jetzt alle wieder verarbeitet. Und was ich jetzt mache, ist Köderfisch angeln mit der Pose an der Yama. Guck mal, zwischendurch immer mal wieder hier gucken und testen, ob noch was weiteres dran geht. Und nebenbei, wie gesagt, hier einfach 2 Routen draußen lassen. Zack, der nächste Köderfisch. Sehr gut. So, und jetzt nehmen wir die Route weg. Ich kontrolliere jetzt nochmal eben die beiden anderen. So. Und dann schnappe ich mir jetzt hier meine dritte. Zack, da ist sie. Meine Falcon Matchroute. Das ist schon ein bisschen eine spezielle Matchroute, weil sie ein sehr hohes Traggewicht hat. Also Matchrouten mit einem Wurfgewicht, das ist entscheidend, mit einem Wurfgewicht von 250 Gramm. Hervorragend fürs Köderfischangeln. Leider keine Boni-Werte drauf, aber ist jetzt auch nicht ganz so tragisch. Das klappt auch so schon ganz gut. Und ich bin auch gerade erstmal vorsichtig unterwegs, um zu gucken, was kann hier alles auf Köderfisch, Bachschmerle, auf Matchmontage reingehen. Wenn hier dicke, fette Königslachse reingehen, möchte ich da gerne schon so ein bisschen vorbereitet sein. Deswegen bin ich hier mit 27 Kilo Fluorocarbon unterwegs, beziehungsweise 27 Kilo Schnur. Sollte das gleich keine Könige liefern, also sollte das relativ entspannt sein, gehe ich wahrscheinlich gleich noch mal ein bisschen runter. Ich denke mal so in Richtung 15 Kilo sollte ein ganz gutes Gewicht sein, um damit hier an der Yama Köderfischangeln zu machen. Genau, Vorfach Fluorocarbon natürlich, 4,0er Haken, extra riesig groß reingegangen, weil irgendwie immer noch die Hakengrößen beim Köderfischangeln broken sind. Keine Ahnung, was damit los ist. Aber normal große Haken, normal könnte man jetzt hier mit einem 1er oder 1,0er unterwegs sein für diese Fischarten. Da gehen dann quasi nur noch Babyfische drauf, also da beißt so gut wie nichts in einer vernünftigen Größe. Alles sehr, sehr, sehr kleine Fische. Und es gehen immer noch auf die 4,0er Haken relativ kleine Fische auch drauf. Ich weiß nicht, irgendwie ist das eine ganz komische Wirkung. Der Haken mit den Köderfischen zusammen. Gucken wir mal, ob das oder wie lange das so bleibt oder ob das so sein soll. Keine Ahnung. Bachschmerle, genau. Bachschmerle jetzt drauf. Und das Teil, ja, als Hauptköder jetzt. Jetzt können wir natürlich ein bisschen variieren. Ich war jetzt gerade schon mit einem 1,50 Meter ungefähr unterwegs, mit einem 1,50 Meter Tiefe, mit 1 Meter Tiefe unterwegs. Jetzt haben wir hier gleich, ja, 5 Uhr morgens. Ich würde sagen, ich werfe einfach mal raus. Locker so auf 50% und währenddessen nochmal schnell die anderen Routen kontrollieren. Hier müssten dann jetzt auch gleich in den Morgenstunden die nächsten Fische dann wieder reingehen, die Köder. Und das Schöne ist halt hier bei diesem Setup oder auch bei dieser dicken, fetten Pose, dass man sieht es natürlich erstmal richtig gut. Also die wird sogar optisch nochmal ein bisschen größer. Das ist natürlich richtig praktisch. Und zum anderen, es hakt sehr gut. Also es hat einen sehr guten Selbsthakeffekt hier. Und das macht das auch tatsächlich recht entspannt. Dazu habe ich jetzt ja gerade hier auch noch eine
eine Nylonschnur drauf. Sehr schön weich. Das heißt, man kriegt hier einen Anschlag. Die Fische ballern rein und das hat einen sehr schön weichen Gummieffekt. Es ist kein ruppiges Hin und Her. Also man kann hier ganz entspannt rausziehen. Und ja, ich bin gespannt, wie das jetzt gleich in den Morgenstunden läuft. In den Abendstunden hatte ich jetzt gerade schon ein bisschen getestet. Da waren auch schon die ersten Silberlachse dabei. Hier unten sieht man das so ein bisschen. Und dann gucken wir mal, wie das jetzt gleich hier läuft. Na, vielleicht werfe ich gleich nochmal ein bisschen weiter nochmal neu aus. Gucken wir mal, ab wann das losgeht. Ob das auch vielleicht erst... Ja, wobei theoretisch, Yama geht ja eigentlich schon 4 Uhr morgens ungefähr los im Spinning-Bereich. Da kann man auf jeden Fall schon mal eher ran. So, mittlerweile haben wir jetzt kurz nach 6. Jetzt ist natürlich die große Frage, es ist relativ kühl, in welcher Tiefe halten sich die Fische auf? Ich probiere es nochmal mit 1,50 Meter und werfe mal so locker raus und dann gucken wir mal, ob... Na guck, nebenbei zuppelt's auch schon, so soll das sein. Also einmal die Pose auswerfen, man sieht die halt ganz schön und nebenbei dann auch noch hier die kleinen Köderfische. Siehst du, nächster Köderfisch gefangen. Die kleinen Köderfische auch noch zack, zack mit reinholen. Und dann schnell wieder zurück hier auf die Pose und gucken, wie die hier durchtreibt. Wie gesagt, normalerweise ist der Selbsthag-Effekt richtig, richtig gut. Jetzt ist natürlich die Frage bei den Temperaturen, wo halten sich die Fische auf? Gerade eben war es ganz gut noch so auf 1,50 Meter bis 1,30 Meter. Und jetzt gucken wir mal, wo die sich zu den Temperaturen, 10 Grad kühl, zack, dann aufhalten. Siehst du, so ist das doch sehr angenehm. Also vom Effekt her macht das schon richtig, richtig Bock, wenn die dann so reinballern. Zack, der nächste Silberlachs. Ja, da waren gerade auch schon einige drauf. Ich hoffe jetzt natürlich auf noch mehr Silberlachse. Das wäre natürlich der Burner, wenn jetzt hier einfach schön ein Silberlachs nach dem anderen reingeht. Gerade eben waren auch schon mehrere Fische direkt nach dem Auswerfen ausgeworfen, gelandet. Zack, sofort Biss. Zack, genau so. Der nächste Kandidat. Jawohl. Ja, so kann das gerne, gerne weitergehen. Also so macht das natürlich dann richtig Bock. Der nächste Silberlachs, 2 Kilo. Ja, genau so soll das. Und dann raus hier wieder. Das Schöne ist, hier bei den Bachschmerlen, das sind halt meine einzigen Bachschmerlen, dementsprechend zack, der nächste. Ist der Hammer, Alter. Genau so muss das gehen hier. Und dann macht das ja, wie gesagt, auch richtig Bock und auch Sinn, dass wir dann eben die Bachschmerlen von, ja, quasi vom keinem Wert auf richtig schön wertvoll umwandeln. Weil sie eben ja quasi zu Silberlachsen verwandelt werden. Das ist doch nicht verkehrt, ne? So, jetzt natürlich die Frage, was geht da noch alles mit rein? Zwischendurch immer mal wieder kontrollieren. Siehst du, hier haben wir schon die nächste Bachschmerle. Also 2 Routen ganz entspannt auf die Köderfische. Eine Route hier dann weiter auf die Lachse. Jawohl, die nächste, 25 Gramm, perfekt. Und ich glaube, da drüben geht auch schon wieder was rein. Jawohl, nehmen wir auch mit. Ja, und dann läuft das. Wie gesagt, fürs Köderfischangeln hatte ich ja im letzten Video schon gezeigt, wie und wo. Allerdings sehen wir, hier geht das auch an der Stelle mit dem gleichen Setup. Und ja, dann das Ganze eben hier verwandeln in in richtige Fische, in Lachse, damit das auch kohlemäßig halt, ja, auch noch sinnvoll ist. Also, so und so ähnlich kann es weitergehen. Ich würde sagen, ab mal mit Köderfisch auf Lachse an die Yama. Warum denn auch nicht? Und dann auch noch mit Köderfischpose. Auch richtig, richtig gut. Aber tatsächlich ein bisschen die Schwierigkeit, die Tiefeneinstellungen, wo oder zu welchen zack, das ist sofort selbst gehakt. Zu welchen Temperaturen haben die Fische halt richtig Bock. Was ich auch gleich noch teste, ist doch nochmal eine kleinere Pose. Denn die sollen ja wohl auch irgendwie eine Scheuchwirkung haben, die Posen. Und dementsprechend kann man ja auch kleinere Posen vielleicht wählen. Es gibt ja auch die hier. Gucken wir mal. Die Frage ist, sieht man die und trägt die Pose das? Ja, und ich muss da ein bisschen mehr aufladen, damit ich weiter rauskomme. Aber die Pose trägt, das ist wichtig. Das ist doch schon mal gut. Ja, ja, von der Größe her reicht das eigentlich.
schön fein und zart. Und gleich teste ich auf jeden Fall auch nochmal so mit ungefähr 15 Kilo Fluorocarbon. Ja, ran hier würde ich sagen. Wenn dir das gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, teste auch gerne mal und gerne auch in die Kommentare schreiben, wie es bei dir funktioniert hat. Interessiert mich sehr, weil das wird noch nicht so viel gemacht, dass man hier Köderfisch und Pose einfach kombiniert. Köderfischgrund wird ja schon immer mal wieder gemacht. Na guck mal, hier vorne ist wohl ein flacherer Bereich. Und jetzt heißt es eben an den verschiedenen Stellen testen. Das ist jetzt hier vorne die Stelle. Ich werde gleich hier auch diese Area nochmal testen. Die sind nochmal ein bisschen näher im Uferbereich. Also da sind wir nochmal schneller im tieferen Bereich unterwegs. Also auch da gleich nochmal ein bisschen rumprobieren, was da reingeht, wie es da reingeht. Und irgendwann haben wir richtig gute Ergebnisse zum Köderfischangeln an der Jama. Petri, bis zum nächsten Mal.